Tag, hi. Wie war's gestern? Gestern war geil. Also das haben wir auch vor dem Spiel, aber auch im Spiel gemerkt, dass wir einfach das Spiel gewinnen wollten. Ich glaube, das hat auch jeder gesehen. Uns war klar, dass wir bei uns bleiben müssen. Wir haben gemerkt, auch im Hinspiel, dass die Spieler von Madrid da sehr eklig sind. Das gehört alles dazu, aber wir wollten eigentlich einfach nur bei uns bleiben, ja, und das Spiel führen, dominant sein. Und ich glaube, das hat man gesehen. Wir haben diese Saison, glaube ich, gab schon einige Spiele, aber ich glaube, in diesem Spiel jetzt hat man so richtig mal die Lautstärke gemerkt. Vor allem, als wir das 2:0 gemacht haben, glaube ich, dann ist das Stadion auch kurz explodiert. Marzen! Ja, an sich, glaube ich, hat jeder Spieler das genossen und ja. Auch nach dem Spiel, wir haben gefeiert. Wir waren sehr glücklich und ja, jeder Spieler, man hat es in jedem Auge, bei jedem im Gesicht gesehen, das war überwältigend. Ja, ich glaube, vor dem Spiel hatte ich mit dem Jule darüber geredet, mit dem Schlotti und mit dem Jule. Dann haben wir nochmal zu Jule gesagt, Jule, wir brauchen dich morgen. Du musst ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Dann haben wir gute Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden. Und das hat mich für Jule jetzt auch sehr gefreut, dass er wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat. Sabi auch. Ich glaube, beide hatten eine unfassbare Form, haben jeden Zweikampf gewonnen, waren sehr aktiv auf dem Platz. Und ich glaube, das hat man gesehen. Und das hat uns sehr gut getan. Ja, einfach dann später sind wir halt auf die Doppel-6 gegangen mit Emre. Ich glaube, am Ende wurde es ein bisschen zu wild. Und ich glaube, der Trainer wollte dann nochmal Struktur reinbringen und ein bisschen defensiver aufstellen, dass die dann nicht mehr die Kontersituation ausspielen können. Ja, dann bin ich glaube, die letzten 10 Minuten plus Nachspielzeit nochmal reingekommen. So ein Spiel ist manchmal auch so ein Schlüsselpunkt für den Rest der Saison, sage ich mal. Wir haben jetzt die nächsten Spiele auch schon sehr, sehr wichtige Spiele für uns. Und ja, wenn wir an der Leistung anknüpfen, dann denke ich mal, dass wir die nächsten Wochen sehr, sehr erfolgreich sein werden. Man muss ja ehrlich zugestehen, dass die einfach eine überragende Saison spielen. Ich glaube, jeder Neuzugang bei denen hat funktioniert, das gesamte Team funktioniert und das zeigen die dann auch Woche für Woche. Aber ich glaube, ja, wir versuchen jetzt einfach am Sonntag unser Spiel zu machen und die nächsten 3 Punkte einzufahren. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für uns und den Leverkusenern können wir da mal dann sozusagen die Siegesserie auch mal kaputt machen. Im Zentrum, wenn ihr beide spielt, könnte es zum Duell Granit Xhaka gegen Salih Özcan kommen. Das ist mal eine Aufgabe. Ne? Ist das sowas, wie begegnest du sowas? Mit Respekt, mit Vorfreude? Wie ist das? Ja, ich glaube, Respekt sollte man vor jedem Spieler haben, ob er jetzt einen Namen hat oder nicht. Ich glaube, ich bin sowieso so einer, der sich dann eher auf seine Aufgaben fokussiert und versucht, ja, dann im Mittelfeld aufzuräumen. Und ich glaube, vor dem Spiel mache ich mir dann weniger Kopf, ob da jetzt ein Xhaka spielt oder ein Iniesta. So, ich glaube, deswegen versuche ich einfach mein Spiel, solange ich spielen sollte, zu machen und dann mit meiner Leistung ja, versuchen, das Team so aufzubauen. Als Spieler will man jedes Spiel machen. Ich weiß, dass es auch schwer ist, ja, manchmal zu akzeptieren, dass man jetzt nicht spielt. Ich glaube, das gehört auch dazu, vor allem bei so einem großen Verein. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einfach immer 100% gebe, sowohl im Training, als auch wenn ich reinkomme oder wenn ich von Anfang an spiele. Das versuche ich einfach Woche zu Woche zeigen. Ich glaube,
jetzt ist auch wieder eine entscheidende Phase fürs Team. Ich glaube, dann im Moment tue ich, um ehrlich zu sein, meine eigenen Bedürfnisse zur Seite, um sozusagen das Team dann weiter zu fördern. Wie gesagt, das ist schwer. Man will immer spielen, man will vor allem die Kracher spielen. Und wenn es am Ende so ist, dann ist es so. Und man muss akzeptieren und weitermachen. Aber an sich bin ich glücklich über meine Leistungen, muss ich sagen. Ich hatte sehr, sehr gute Leistungen, auch in der Champions League. Und die versuche ich dann weiter zu zeigen. Also Fußballhelden bei Borussia Dortmund sind ganz oft defensive Mittelfeldspieler. Also Michael Zorc zum Beispiel, Paul Lambert, euer Co-Trainer Sven Bender. Wie sehr spürst du, dass in unserem Stadion so eine Balleroberung die Leute manchmal mehr anzünden kann als ein gelungener Tunnel zum Beispiel? Ja, ich glaube, in der jetzigen Spielweise, glaube ich, feiert vor allem das unsere Fans, dass man, wenn man mal einen umwichst oder, wenn ich das so sagen darf, oder ein gelungener Zweikampf. Ich glaube, das ist auch für einen Spieler wie mich, ich liebe das und ich glaube, davon lebt man dann auch, wenn man jetzt die ersten Minuten einen geilen Zweikampf hat. Ich glaube, das pusht dann einen auch oder beziehungsweise das pusht dann die ganze Mannschaft, wenn du dann die Fans auf den Rängen hörst, wie die das feiern. Ich glaube, das ist schon was Geiles. Ja, ich glaube, als Fußballer ist es genau in solchen Momenten einfach, vor allem jetzt auch gegen Paris wieder, Halbfinale. Ich glaube, für solche Momente lebt man, für solche Momente trainiert man und ich glaube, die Vorfreude ist sehr, sehr groß auf die nächsten Wochen. Ich glaube auch, das Spiel jetzt hat nochmal so ein bisschen die Akkus gefüllt, sage ich mal. Ich glaube, das war nochmal wie so ein Push und ich glaube, das Team ist bereit auf die nächsten Wochen.